Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Schönen guten Morgen, ihr Lieben, willkommen zur Tagesbotschaft. Schauen wir mal heute mit einem 4-Karten-Reading die 4 Himmelsrichtungen an. Was nimmt seinen Lauf? Was sollen wir pflegen? Wo dürfen wir dann ernten, loslassen oder sortieren? Und was festigt sich dann von diesem Punkt aus wieder? Wir haben die erste Karte im Osten. Das ist praktisch die, die uns sagt, was nimmt hier seinen Anfang, was beginnt. Dann haben wir im Süden die Transformation oder den Wandel. Wir haben im Westen das Loslassen tatsächlich drin. Und im Norden das Potenzial, das dann auf uns wartet. Sehr spannend und sehr interessant. Ich sage euch gleich mehr. Ich möchte gerne noch die Lennys drauf haben. Eine zumindest. Wow, das sagt uns schon sehr viel hier, ne? Die üppige Wiese, das Vergnügen. Was soll hier seinen Anfang nehmen? Das heißt, dass man gute Energie hat mit der Sonne, dass man im Hier und Jetzt lebt, dass man die Energie des Ja's hat auch zu seinen Dingen. Eine gute Energie, aus der man schöpfen kann. Dann haben wir hier den Hund im Süden. Da geht es auch darum, dass wir vielleicht neue Menschen geschickt kriegen oder ja, dass wir Freundschaften pflegen. Hier geht es ja darum, was wir ins Wachstum bringen sollen. Dann haben wir hier beim Loslassen den Turm dabei. Hier darf man Mauern sprengen. Hier kommt etwas an die Oberfläche. Hier zeigt sich etwas. Hier fällt so eine harte Schale auch weg. Vielleicht darf man auch die Rückzüge beenden. Wir haben ja hier Freundschaften pflegen. Und welches Potenzial kommt hier mit Durchbruch durch? Das sind wir selbst. Wow, eine Riesenentwicklung für uns selbst liegt hier. Unten haben wir das Schiff und die Sterne. Eine Reise, ein Stück unserer Lebensreise, die sich klärt oder ja, die auch langfristig eine gute Energie mitbringt und unter einem guten Stern steht. Visionen, die hier sind, die wir haben dürfen, Lektionen, die gelernt sind, Potenzial, das man auch wieder vergrößert irgendwo. Und wir gucken uns jetzt einfach mal an, was diese üppige Wiese uns für ein Vergnügen bringt. Wenn man jetzt allein nur mal schon an eine Wiese denkt, da scheint die Sonne, ja, da wachsen Blumen, Tiere sind da, irgendwie, ja, ist die Wiese so ein Ausruheplatz auch, jedenfalls ein sonniger Ort. Und es geht wirklich darum, ihr Lieben, die Karten sagen das oft. Was nimmt hier seinen Anfang oder was soll mal seinen Lauf kriegen? Ja, hier ist das Leben auskosten, ja. Jedes Detail vom Leben auch. Vergnügen finden, entschleunigen, die Sinne aktivieren. Alle, sagen wir mal, alles, was man sieht, genau angucken, alles, was man schmeckt, genau schmecken. Ja, das Leben ruft einem zu, dass es gelebt werden will. Vergnügen soll in alle Bereiche des Lebens kommen und so eine ganz persönliche Bereicherung auch sein. Den Alltag erhellen, Energie, die leuchtet, wird auf jeden Fall hier durch uns fließen und auch um uns herum sein. Dann kommen wir von diesem Punkt, wenn wir das jetzt zulassen, in eine
Transformation, in eine Wandlungsphase mit den tanzenden Wolken. Die Wolke an sich ist ja auch ein Gestaltenwandler, ne? Regen, Eis, Schnee, Wasser, Nebel, alles ist in einer Wolke in der Uressenz irgendwie vereinigt. Und hier geht es schon auch so ein bisschen um Richtungswechsel, ne? Also man ändert vielleicht über irgendetwas seine Meinung. Man hat keinen Erwartungsdruck mehr, den anderen zu gefallen. Man muss auch keine Traditionen pflegen. Man darf sich frei entwickeln, mutig sein, vorhersehbares Handeln unterlassen. Ja, es ist einfach auch so, dass die Vergangenheit nicht so wirklich mehr auf das Jetzt wirkt, weil man so viel erlebt hat auch, dass sich bestimmte Dinge einfach verändern. Und bei manchen Sachen haben wir auch keine Kontrolle darüber. Aber es hängt halt an uns, wie wir die Dinge sehen, ne? Wie wir den Lebensumständen die Bedeutung geben. Wir sind hier auch in der Legung praktisch die Person, die es in der Hand hat. Ja, und man darf hier stark sein, unbeschwert, wild und unvorhersehbar. Man muss nicht immer so reagieren, wie es die anderen erwarten, ne? Das ist das, was wir pflegen sollen und was wir ins Wachstum bringen sollen. Dann haben wir hier im Westen die Ernte. Da sprengen wir einen Turm, da befreien wir uns, da lassen wir los, da lassen wir Dinge geschehen auch. Wir haben nicht so dieses Kontrolldings oder sind eingepfercht in irgendwelche Strukturen. Ja, die Karte Die blaue Stunde sagt uns halt, dass es um Erinnerungen, Erfahrungen geht, Beziehungen, Dinge aus der Vergangenheit, die da in diese Bereiche mit einspielen. Aber es kann halt auch sein, dass wir durch das zu viele Hängen in der Vergangenheit die Gegenwart nicht vollständig wahrnehmen. Und da sind wir wieder beim ausschlaggebenden Punkt. Und es passt jetzt auch wirklich super, denn wenn wir hier das zulassen und uns dem Wandel hingeben, dass wir uns ändern dürfen, dass wir uns selber treu sind, dass wir Meinungen haben, die sich verändert haben, weil wir schon Dinge erlebt haben, dann ist es einfacher, im Hier und Jetzt zu sein, andere Sachen zu machen. Ja? Und es heißt auch nicht, nur weil etwas in der Vergangenheit schon mal so war, dass es dann immer wieder so ist. Ja, es geht einfach darum, Einflüsse aus der Vergangenheit vollständig wegzulassen, ganz im Hier und Jetzt zu sein. Auch wieder mit allen Sinnen, das doppelt sich, die Sinne aktivieren. Und das jetzt einfach zu dem besten Moment zu machen, das sollen wir hier weiterhin pflegen, ne? So, dann kommen wir hier oben in den Norden, da geht es wieder sehr um uns. Da darf sich etwas festigen, nähren oder wir dürfen auch was reparieren. Und hier kommt aus dem ruhenden Vulkan das ganze Potenzial raus. Also diese Phase bringt uns vielleicht auch ungeahnte Möglichkeiten mit. Vulkane brechen ja auch aus mit einer riesen Energie, mit einer gewaltigen Kraft auch. Und da ist auch die Bereitschaft, deshalb sind wir auch selber dabei von uns, dass wir das ganze Potenzial, das wir besitzen, benutzen, um in unsere eigene Kraft zu kommen und unsere Gaben völlig aktivieren. Auch die, die sich bisher vielleicht nicht gezeigt haben. Und es geht auch darum, dass man, ich meine, wenn der Vulkan platzt, dann hat man vielleicht auch schon viel platzt, sagt man ja nicht, hochdrückt. Dann hat man ja auch vieles schon geschluckt, vielleicht an Erfahrung, an Worte. Etwas dringt nach außen mit einer großen Emotion. Also es heißt auch hier, festige mal das, dass du deine Emotionen nicht wegdrückst, dich innerlich unter Druck setzt oder dass emotionaler Stress so groß ist. Hier nimmt man praktisch auch wieder seine eigene Macht an und man hat so eine neue Lebensenergie zur Verfügung. Wahnsinn, ich liebe diese Legung.
Wir gucken mal noch mit einem Vögelchen. Der Blauherr. Ich erinnere dich daran, dass alles, was von Wert ist, wie geistiges Wachstum und Beziehungen, Arbeit erfordert. Gehe Risiken ein, ergreife Chancen und erforsche neue Wege. Das passt. Wir haben hier den Wandel, ne? Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.